Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Nachdem wir ja gestern und vorgestern den neuen Dungeon ja relativ easy bezwungen haben auf unserem Main, werden wir mal schauen, was der uns zu bieten hat auf meinen anderen Servern. Ja? Auf meinem Battlemage glaube ich auch nicht, dass der da großartig weiter Probleme machen wird. Und auf den Krieger müssen wir mal schauen. Ne? Fangen wir mal an. Ich habe hier jetzt gerade den Battlemage am Start. Haben wir auch schon länger nicht mehr drauf geschaut hier auf den Char. Nur 576 momentan gerade. Platz halte ich stabil. Ja, manchmal bin ich auf der 6, manchmal auf der 7. Aber viel weiter runter geht es nachher gar nicht mehr. Also gut gefestigt auf jeden Fall. Ne? Hier ist der Zuwachs ist auch gut vorhanden. Ich weiß nicht, wo wir gerade international stehen. Auf Platz 37. Ja, das ist auch auf jeden Fall ein guter Progress. Letztes Mal, als ich nachgeschaut hatte, waren wir hier irgendwie auf Platz 50 oder irgendwie so gewesen, ne? Roundabout. So, aber ja, geht voran. Und auf meinem Main bin ich auch Stufe 622 jetzt mittlerweile gekommen, ne? Also ich hatte es auf Instagram auch gezeigt gehabt, da hatte ich das auch nochmal gesagt. Wer mir da nicht folgen sollte, kann dies gerne tun. Ne? Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Poste ich auch sehr gerne mal was auch zu SF und so. Ja, ich war ja vor ein paar Tagen 619 und dann bin ich innerhalb von einem Tag auf 622 gekommen. Einfach durch die 2 neuen Dungeons, ne? Dann hatte ich auch noch einen XP-Kalender, wo ich den Vortag hatte ich 300 Millionen XP gehabt, das letzte Türchen, vorletzte, und das letzte Türchen auch nochmal ein Level up. Also alleine dadurch schon auf 20, dann hier 21 und die Dungeons sind 22. So, und das auf der Stufe ist stattlich, würde ich mal sagen. Ne? Guter Levelzuwachs innerhalb kürzester Zeit. So, dann wollen wir mal schauen. Wir gehen mal rein mit dem Battlemage hier. Mal gucken, was der uns hier entgegenzusetzen hat. Ach, man kann hier nicht durchentern. Ich habe gerade gedacht, ich kann hier entspannten Zipper von meinen heißen Haffel nehmen, aber das geht gar nicht. Ja, das ist schade. Ja, entern geht hier nicht mehr. Im Wirbelwind habe ich mir auch schon sagen lassen. Da kann man auch nicht mehr durchentern, soweit ich das gehört hatte. Das ist natürlich eine Funktion, die gefällt den Hardcore-Pilzern ja überhaupt nicht, ne? So, dann legen wir mal schnell die Dungeons hier. Das sollte ja alles hier gar kein Problem sein. Ich glaube mal in der Schattenwelt, da wird auch nicht sehr viel Gegenwehr kommen. Aber wir haben hier schon mal, das erledigt hier. So, Schattenwelt machen wir gleich weiter. Ja, und ihr werdet wahrscheinlich dasselbe Problem haben wie ich. Ich werde euch gleich zeigen, um was es genau geht. Da solltet ihr euch aber noch nicht wundern. 577, sehr schön, sehr nice, das freut mich. So, auch hier absolut keine Gegenwehr. Auch der Bertram regelt hier alles komplett alleine. Ja, und dann sind wir auf einmal in einem anderen Dungeon hier. Gut, das war's schon. Da sind wir mit dem Teil durch. Und zwar, fehlt hier momentan noch das Achievement für die Schattenwelt des Horrorhauses, ne? Hier sehen wir, da haben wir den hellen Geisterjäger, aber der dunkle Geisterjäger, der fehlt noch. 10 von 10, zwar erledigt, allerdings bekommt man das Achievement nicht. Fehler ist schon bekannt. Also falls ihr das auch haben solltet, nicht wundern, wird wohl Anfang nächster Woche gefixt werden, jetzt übers Wochenende eher weniger. Guti, gehen wir auf die 50. Hier bin ich mal gespannt. Lichtwelt sollte auch, glaube ich, gar kein Problem darstellen. Schattenwelt müssen wir mal schauen, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass wir hier großartige Probleme haben werden. Der Dungeon ist halt wirklich fürs Early Game angesiedelt, sag ich mal. Ja, meiner Meinung nach gibt es schon genug Dungeons fürs Early Game so, ne? Es ist halt, ja, sind halt jetzt noch mehr Dungeons, also ja, kann man noch ein bisschen schneller aufholen, sag ich mal, ne? Hier kommen ja auch nochmal 2 Dungeons in der Region und dann kommt hier oben erst einer, der ja so ähnlich wahrscheinlich wie Taverne sein wird, mal schauen. Und dann halt hier noch ein ganz later Late-Game Dungeon, da freue ich mich ja schon persönlich drauf. Der ist sogar hinterm Olymp angesiedelt, das ist Dungeon Nummer 28. Mal gucken, was uns da erwartet, ne? Ich lasse mich überraschen, wie stark die Gegner sein werden.
So, angekommen in der Schattenwelt hier auf W50. Mal schauen. Ja. Nee, da sehe ich noch nicht so viel Potenzial. Ich bin übrigens so zufrieden, habe ich auch auf Instagram stolz präsentiert, eine neue Haffemaschine, ja, beziehungsweise meine allererste so richtige. Und seitdem her, ich bin sowieso ein Feinschmecker-Konnoisseur, was so Kaffee angeht, aber ja, das hat nochmal das alles aufs nächste Level gebracht bei mir persönlich, ne? Bin ich sehr, sehr zufrieden mit. So, auch hier bald Stufe 460 erreicht. Es geht auf die 500 bald zu hier mit dem Krieger hier, ne? Macht mir auch sehr viel Spaß noch weiterhin. Zumal ich sagen muss, Krieger... Oh, warte mal, der Bertram wird besiegt? Uiuiuiui. Da muss der Marquardt dran hier. Ja, zumal ich sagen muss, auf W50 hier gar nicht mal so wirklich primär meine Aufgabe, tatsächlich der Char an sich, sondern wirklich halt die Gilde hier noch weiterhin ja, so aufrecht zu erhalten, denn die Konkurrenz ist stark hier auf dem Server und es ist ja auf jeden Fall mein langfristiges Ziel, hier auf W50 eine Crew zusammenzubekommen, eine 50er Crew, die halt wirklich Ambitionen halt hat, auch wirklich langfristig in der Gilde zusammen zu spielen und hier auf den Server langfristig zu leveln. Und ja, wir haben jetzt auch in der Vergangenheit wieder viel aussortiert, die halt inaktiver wurden und so. Das kann immer mal passieren, ne? Und es ist schwer, sag ich mal, auf W50 hier aktive Leute zu finden, die halt auch ihre Gilde verlassen wollen, weil, ja, es ist halt eben so, dass von der Holzfällerhütte, aber auch von anderen Gilden viel abgeworben wird, was natürlich einen Zugzwang bringt, auch selbst irgendwo anders abzuwerben, weil sonst würde ich das nicht machen, dann wäre die Gilde untergegangen schon längst so, ne? Und das ist halt eben ja, meine Hauptaufgabe hier auf W50, muss ich leider so sagen. Mir wäre es tatsächlich viel, viel lieber, wenn alle ja aktiv bleiben und alle in der Gilde hier bleiben, aber das ja, kann man halt nicht von jedem abverlangen und ist auch in Ordnung so, ne? Aber dann bräuchte man halt eben dieses ganze Abgewerbezeug halt eben nicht, ne? Aber da kann man sich ja als Gildenleiter nicht über 49 andere Köpfe hinübersetzen und die halt dann hier auf Zwang festhalten. Das geht natürlich auch nicht so, ne? Ja, ziehen und ziehen lassen, so, ne? Also den Furz. So, ne? Wenn du einen auf der Pfanne hast, musst du den loswerden, ansonsten wirft dir das ganze Wurzelchakra durcheinander. Ist so. Guti, ja, das ist auf jeden Fall zu den Dungeons hier auf dem Server. Haben wir die soweit auch geklärt. Ich bin gespannt auf nächsten Freitag. Da wird ja dann der nächste Dungeon released werden, ne? Freitag um 16 Uhr. Und da wird es dann natürlich auch so schnell wie möglich von mir wieder zu einem Video geben. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Wir gucken nochmal kurz in die Ehrenhalle, in die internationale. Aber hier sind wir auf Platz 12 gerade. Ja, wir kommen nicht so richtig zu Potte hier. Also in die Top 10 sich zu etablieren ist hier echt schon... Ja, ist schon schwierig. Ist schon eine schwierige Aufgabe auf jeden Fall. Ist aber nicht so, dass wir jetzt hier absolut downgerankt werden. Also wir gehören hier schon irgendwo hin. Ansonsten, ja, wären wir logischerweise woanders, ne? Ganz klar. Aber es ist trotzdem ziemlich schwer, weiter voranzukommen. Jetzt haben wir hier wieder einen, der sieht... Ja, kriegen wir den irgendwie weggekrittet? Ja, okay. Oh, danach kam noch einer, aber nochmal ein Magier. Wenn der uns jetzt wieder alle... Komm, einmal ein Crit rein da. Nochmal einmal ein Crit rein. Na. Es ist aber auch immer das Gleiche, wenn wir uns die Gildenkämpfe anschauen, oder? Es ist irgendwie immer dasselbe. Naja. Versuchen wir ein Try gegen Zeus. Nice. Ja, das wird noch ein bisschen dauern auf jeden Fall. Aber ist nicht weiter wild. Wir kriegen ja in der nächsten Zeit... Ja... noch einen anderen Dungeon hier geunlockt, der hinter den Olymp ist, ne? Mal schauen, ansonsten, ja, mal gucken, wie sehr der hier eine Herausforderung wird, ne? Aber von den Dungeons hier unten, da erwarte ich mir auch nicht zu viel, dass sie jetzt zu krass werden irgendwie, weil die auch hier auf der Ebene sind wie das Horrorhaus ungefähr. Das wird auch alles so ein Bertram-Ding werden. Der wird da durchschnetzeln in der Schattenwelt und dann war's das. Aber der könnte vielleicht interessanter werden und ansonsten, der hier ist natürlich die absolute Spitze, da freue ich mich am meisten drauf. Da bin ich sehr gespannt und ja, ansonsten war es das soweit eigentlich hier von diesem Video heute. Soll es soweit gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Sonntag. Ja,
und wir hören uns natürlich die nächsten Tage wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.